Herzlich willkommen, einen wunderschönen Abend, alles Liebe zum Frauentag, ihr wunderbaren Frauen. Ich bin sicher, dass dieser Tag und natürlich auch noch der in Bezug genommene Vollmond so einiges mit uns allen macht. Ich finde, dieser Tag und die ganze Geschichte drumherum ist durchaus eine sehr, sehr wichtige Sache. Denn wenn wir so in die Welt hineinschauen, dann sehen wir, dass wir, die wir uns heute hier zusammenfinden, durchaus zu der privilegierteren Schicht gehören, weil wir einfach überhaupt sagen dürfen, was wir wollen und dabei sogar noch in Sicherheit sind und viele Entscheidungen selbst treffen können. Also zumindest in einem gewissen Rahmen in unserer Gesellschaft, und da gibt es natürlich ganz andere Situationen. Und deswegen freut es mich sehr, dass heute das Thema ist, nämlich Wunder und Herzenergie, Herzchakra. Ich will es da gleich nochmal vorlesen. Herzöffnung, Tag der Wunder und der Herzenergie. Tag der Wunder, das rührt noch vom Rauhnachttag her, der dritte Rauhnachttag, der ja eben mit dem dritten Neumondzyklus in Verbindung steht, der dann bald beginnt. Und ich finde, das passt jetzt irgendwie wirklich ganz gut zusammen, dass heute eben auch noch Vollmond an unserem Treffen ist und, wie gesagt, der Frauenwelttag. So freut es mich also ganz besonders, jetzt einen Herrn sozusagen mit einzuladen, respektive eine geistige Qualität, die Energie des Meistergraf von Saint-Germain, um mit uns dieses Thema genauer zu beleuchten. Und ich lade dich ein, du wunderbare Seele, Seelenschwester. Nimm doch einen bewussten Atemzug und mach es dir bequem. Und fühl dich vor allem ganz herzlich willkommen in unserer Runde. Mit allem, was du mitbringst, ganz und gar, wie du bist. Fühle gut in dich hinein. Das heißt, nimm einfach wahr, was mit dir los ist, ob was los ist, aber ohne es zu benennen. Und lächle. Und lass uns gemeinsam diese geistige Runde halten, energetisch, indem du darauf achtest, immer wieder über das Atmen Kontakt aufzunehmen mit dir, sprich deinem Körper, und bei dir zu bleiben. Halte den Raum für dich. Halte ihn offen für alles, was in dir und mit dir geschieht. Damit hältst du uns energetisch hoch. Und ich sage schon mal Danke. Ich grüße euch, ich grüße dich, du wunderbare Seele. Was für ein herrlicher Augenblick dieser jetzt doch bedeutet und ist. Dieser Augenblick, welchen ich, Meistergraf von Saint-Germain, mit dir, mit euch jetzt teilen darf und eintauchen darf in ein wirklich wichtiges Thema der Neuzeit. Euer Herzensraum, dieser Schöpferraum, dieser Raum in der Schöpfung und Geschichte entsteht. Dieser Raum in dir, in welchem Materialisation, also wirklich einfach alles, was in deinem Leben entsteht, seinen Ursprung hat. Zumindest was die Materie betrifft. Geliebte Seele, kannst du dir vorstellen,
mit deinem Geist, dass alles, was in deinem Leben geschieht, seinen Ursprung, was die Materie betrifft, also auf materieller Ebene, in deinem Herzen hat. Mehr oder weniger, wahrscheinlich sicherlich da weniger, wo Dinge in deinem Leben sind oder Situationen, mit welchen du nicht unbedingt einig bist, die schmerzlich sind, die schwierig sind oder wo Mangel vorherrschend ist. Da, wo Freude, Glück, Lebendigkeit, Gesundheit, Lachen und Vitalität seinen Ursprung hat, da ist es leicht, das zu erkennen. Aber in den etwas schwierigeren Lebenslagen oder in den wirklich schwierigen Situationen des Lebens, da, verständlicherweise, ist es nicht so leicht, diese Verbindung zu erkennen, diese Verbindung, die das heilen kann, was nicht in Ordnung ist aus deiner Sicht. Die Herzensenergie. Lass sie uns heute gleichsetzen mit einem Bewusstseinsfeld, welchem alles zugänglich ist. Oder eben dein Herz schwingt auf einer Frequenz, in welcher alles, was du dir auch nur vorstellen kannst, mit deinem Verstand und weit darüber hinaus dir zugänglich ist. Zugänglich im Sinne von energetisch schon fast materiell und durch deine Herzenskraft wird es dann so richtig in die Materie hineingeleitet. Und wenn du darum weißt und lernst, diese Kraft zu nutzen, dann wird es dir ein leichtes sein, diese Qualität zu verstärken in deinem individuellen Leben. Dies wiederum hat mächtigen Einfluss auf deine Umgebung und das wiederum verändert die Welt. Erstmal die kleine, in Anführungs- und Schlusszeichen Welt, nämlich die deine und dann die große, deine oder Mitwelt und je mehr diese ansteckende Energiequalität dich umschwingt und somit deine Familienmitglieder, Freundesmitglieder, einfach Menschen in deinem Rahmen, mögest du sie physisch wirklich um dich haben oder einfach energetisch mit ihnen verbunden sein, über sie geht es dann weiter hinaus in die Welt. Und je öfter du nun also dein Herz aufsuchst, dich verbindest sowohl mit dem physischen Muskel, der da für dich schlägt und da sehr bedacht ist, einen mehr oder weniger gleichmäßigen Rhythmus einzuhalten, wie natürlich vor allem auch eben dein Herzchakra und die Schwingung, die darin vorherrschend ist. Umso leichter wird es dir fallen, dich und deine Schöpfungen in deinem Leben zu erkennen. Das klingt jetzt so, als könnte man einen Unterschied machen zwischen meinen persönlichen Schöpfungen und der Schöpfung, die da irgendwo im Außen zu finden ist, oder vielleicht sogar noch Schöpfungen von anderen Mitmenschen. In gewisser Weise stimmt das. Jeder ist Schöpfer und schöpft auf seine individuelle Art und Weise in einem Raum, in welchem ihr alle zusammen seid. Das, was aber gesehen wird, individuell wahrgenommen wird von diesen Schöpfungen, das ist sehr eben auf die eigene Prägung gestützt, so zu erkennen als meine Schöpfung. Oder sicherlich nicht meine Schöpfung, wenn es mir nicht gefällt. Und gleichzeitig seid ihr ein großes göttliches Bewusstsein, das sich wohlgesonnen ist. Das im Hinterkopf zu haben, erleichtert es, auf andere Menschen zuzugehen, in anderen diese Herzenskraft zu erkennen, auch dann, wenn sie nicht tun oder lassen, was du denkst, wäre richtig oder eben deinen persönlichen Werten entspricht. Geführt durch die Liebe deines Herzens wirst du erkennen, wie wichtig ihre individuellen Lebensschritte sind, warum ihre Ansicht auf dies oder jenes für sie im Moment die richtige ist und dementsprechend ihr Handeln aus dieser Sichtweise durchaus korrekt und verständlich ist. Also lerne die Welt noch einmal mehr. Die Betonung liegt tatsächlich auf noch einmal mehr über
die liebende Sichtweise deiner Herzensenergie zu entdecken, zu schauen. Das macht Wunder möglich. Eines dieser Wunder kannst du täglich im Spiegel begutachten. Ja, ich meine damit dich. Aber ich meine damit nicht nur dich als Persönlichkeit, sondern ich meine damit auch deinen Körper. Deine physische Hülle, diese Form, ist ein Wunder der Natur. Einzigartig und so präzise, so unglaublich präzise in der Umsetzung dessen, was aus deiner Schöpferkraft entsteht. Dieser Körper ist ein Wunder. Und je mehr du über dein physisches Herz und dein Zentrum hier, dieses Energiezentrum, deinem Herzchakra Aufmerksamkeit schenkst, umso mächtiger wirst du im Bereich der Gesundheit, im Bereich des Schöpfens und Materialisierens und natürlich auch im Bereich des Wandelns. Wandel der Erde, Wandel deiner selbst. Doch das sind keine Neuigkeiten für dich, reine Erinnerungen an deine wahre Kraft. Das Interessante an der jetzigen Zeit ist, dass ihr sehr vieles noch einmal repetiert, noch einmal einsteigt, eintaucht in das Altbekannte, es aber auf eine neue Weise begutachtet und dementsprechend sehr viel mehr schauen könnt als zuvor. In anderen Lebensbereichen hat jede von euch irgendwo ein bisschen Pionierarbeit vor sich. Und da kennt sich niemand aus. Außer dein Herz. Denn es ist eben genau diese Verbindung zwischen dem Geist, der schnell ist und der energetisch schon mal schöpft und vorbereitet, und über den Katalysator deines Verstandes und deiner Herzenskraft die Dinge beginnt in die Materie hineinzuführen. Das heißt, dein Herz kennt den Weg. Und anhand meiner vorherigen Erklärung nehme ich an, ist jetzt noch einmal ein bisschen klarer geworden, warum. Eben weil in deinem Herzzentrum hier der Geist, das Geistige schon vorbereitet ist, da ist, also erkennbar ist mit deiner Herzenskraft und durch deine Schöpferkraft langsam materiell wird. Und wenn es dann Materie ist, begegnet es dir durch deine physischen Augen und Gefühle im Außen. Und man erkennt es wieder. Manchmal. Als eigene Schöpfung oder eben auch nicht. Das Wichtigste dabei ist, dass du dir liebevoll gesinnt bist in allem, was du schaust und was du fühlst. Denn es sind einfach nur Reaktionen auf etwas, was schon lange da war, schon lange vorbereitet wurde. Und jetzt, wo es darum geht, neue Wege einzuschlagen und gleichzeitig Altes, noch Bestehendes, nicht Geheiltes, wirklich in sich aufzunehmen und damit im Frieden zu sein, ohne es noch einmal groß durchmachen zu müssen. Es einfach nur schauen und bejahen. Und diese simple Macht besitzt dein Herz. Also nimm doch jetzt mal einen bewussten Atemzug, tauche ein über das Atmen hier bei deiner Brust auf diese Frequenz, die da schwingt. Du kannst sie dir vorstellen als eine Rose, die sich öffnet oder eine pulsierende Kugel. Oder du kannst ganz übers Körpergefühl gehen, ganz wie es dir beliebt. Ooh.
Und mit deinem nächsten Atemzug öffnest du noch mehr deinen Herzensraum, drück die Schultern ein bisschen zurück und nach unten. Und lasse diese Energie, diese Frequenz ganz frei in die Welt hinausstrahlen. Einfach mal vor dich hin und von da aus hinein in die große, weite Welt. Und mach dir bewusst, dass du gerade jetzt durch diesen Akt die Welt mit Liebe flutest. Und dass all jene, die von dieser Liebe jetzt unterstützend Kraft erhalten können, sich mit dir, vor allem mit dieser Kraft, verbinden können. Wer braucht, der bekommt. Wer hat, der gibt. Und vielleicht gelingt es dir zu schauen, wie sich in der Welt diese graue Wolke, die da manchmal entsteht vor lauter Schwierigkeiten, die man da sehen kann, immer mehr Licht in dieses Dunkel, in dieses Grau hineinkommt. Wie sich der Nebel des verwirrten Verstandes lichtet und die Kraft des Herzens wie ein Leuchtfeuer stärker und stärker sich entwickelt, sich ausdehnt. Und in dieser Kraft kannst du stehen, ganz egal, was auf dieser Welt jetzt gerade geschieht und auch die kommenden Wochen und Monate. Das Aufrütteln alter Wunden, alter, noch nicht geklärter Ungerechtigkeiten, Widrigkeiten und offensichtlichen sogenannten Fehlern, das wird jetzt klar und geklärt. Und dass es geklärt werden kann, heißt auch gelichtet, durchflutet, geheilt. Ist es wichtig, dass du es siehst, durch den Nebel siehst und durch deinen jetzigen Akt dein Herzenslicht in diesen Nebel, in dieses Gewirr zu geben, lichtet sich eben dieser. Und du heilst, du wirkst lichtvoll ein. Und im Prinzip tust du das, was wir, die geistige Welt, tun. Mit unserer Liebe durchlichten. Nimm noch einmal einen bewussten, tiefen Atemzug.
Nimm bewusst Kontakt auf mit deinem Körper. Gib dir vielleicht ein bisschen Bewegung. Und lass mich dir Danke sagen. Ihr habt gerade eben in der Gruppe durch euer Herzenslicht sehr viel auf dieser Welt ins Wanken gebracht. Ihr werdet sehen. Zusätzlich kommen die Mondenergien. Das Licht ist wie ein Scheinwerfer auf die Dinge gerichtet, die hier auf Erden für euch, wie ihr heute als Menschheit seid, nicht ganz in Ordnung sind, sprich, wo es Kapazität hat, zu wachsen und zu heilen. Und ihr habt jetzt einen großen Wirkungsakt vorgenommen. Energetisch. Und über eure Herzenskraft kommt das jetzt noch mehr in die Materie. Es ist schon spannend auf diesem Planeten, es bleibt spannend und es wird noch spannender. Und wie das alles mit eurem Herzen, dem Herzchakra, Wundern und was euch sonst noch interessiert in Verbindung steht, das wollen wir im zweiten Teil dann klären. Ich freue mich über eure Fragen und ich sage danke und bis gleich.